Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 21. Januar bis zum 30. Januar. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir verlassen jetzt die erdverbundene Energie vom Steinbock und wenden uns der Luftenergie des Wassermanns zu. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Dekade bei dir ankommt, liebe Waage. Zu der aktuellen Dekade, wir haben am Anfang der Dekade am 21. Januar einen Neumond und danach bauen sich die Mondenergie wieder neu auf und da kommt wieder mehr Energie rein. Ja, wie wird diese Dekade für dich, liebe Waage? Eine Karte für dich, eine Karte für Waage in dieser Dekade. Der Wagen. Interessant. Interessant, ja, denn mit den Wagen geht immer etwas Neues los. Ne? Der Wagen setzt sich in Bewegung. Wenn du schon jetzt etwas in Planung hast, ne? Wenn du jetzt schon irgendwie ein Ziel, eine Richtung hast, dann wirst du in dieser Dekade anfangen, deine Vorstellung in die Tat umzusetzen. Wenn du jetzt noch keine Idee hast, was das sein könnte, dann könnte es sein, dass sich plötzlich irgendwas verändert und du eine sehr wichtige Entscheidung, eine richtungsweisende Entscheidung treffen wirst und etwas ganz Neues beginnen könntest oder mit einem Projekt starten könntest, mit einem Vorhaben. Also es ist eine sehr tatkräftige Karte. Manchmal deutet diese Karte auf eine wirkliche Reise hin. Vielleicht machst du dich auf eine Reise tatsächlich, auf eine wichtige, aber auf jeden Fall im metaphorischen Sinne, ne? Dass man hier einen Weg beginnt und den Entschluss fasst, jetzt damit zu starten, jetzt in diesem Moment. Ne? Und vorher gilt es manchmal auch noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Wichtige Entscheidungen werden hier bei den Wagen oft im Vorfeld getroffen, ne? Zum Beispiel in welche Richtung es geht, wie die Route geplant werden sollte, welche Weichen gestellt werden müssen, was gepackt werden muss. Aber, also das alles im metaphorischen Sinne, ne? Also man macht sich halt schon vorher konzeptionelle Pläne. Ja, schauen wir mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, du möchtest hier schon auch einem Bedürfnis nachgehen, welches du in den letzten Wochen oder Monaten nicht so ganz viel Achtsamkeit geschenkt hast. Oder vielleicht sogar schon viele Jahre, ne? Irgendwie, es könnte ein Hobby aus der Vergangenheit sein oder eine Leidenschaft in der Vergangenheit oder ein Kontakt auch zu einem Menschen. Und der Kontakt war irgendwie eine Zeit lang nicht gegeben. Auf jeden Fall möchtest du dich hier irgendwie dich wieder neu dieser vergangenen Angelegenheit widmen. Und es ist tatsächlich auch eine Angelegenheit, die dich zutiefst erfüllt und dich mit dir selbst in gewisser Hinsicht konfrontieren lässt. Mit so einer Energie hat man auch eine gewisse Leichtigkeit, ne? Also es ist irgendwie auch eine verspielte Energie, eine kindliche Energie, hat aber auch tatsächlich mit gewissen Schattenseiten von sich selbst zu tun, ne? Dass man, weil man eben diese Themen lange nicht mehr so wichtig genommen hat oder diesen Kontakt oder diese Verbindung. Du solltest da ganz deiner inneren Stimme vertrauen, deiner Intuition und auch schauen, welche Zeichen dir das Schicksal oder dein Unterbewusstsein dir sendet. Das wird dich hier schützen und auf den richtigen Weg leiten. Mit dieser Energie, mit diesem Entschluss, mit der Konfrontation,
vergangener Seelenanteilen von dir. All dies führt dazu, dass du transformieren wirst, dass du dich weiterentwickelst, dass du persönlich wächst, mehr Raum einnimmst und tatsächlich auch in dieser Entwicklung eine andere Gestalt annehmen kannst, irgendwie in gewisser Hinsicht, ne? Dass du plötzlich einfach dich verwandelst. Wir schauen mal, mit welchen Herausforderungen du es in dieser Dekade zu tun haben wirst. Es scheint mir hier auch eine Geduldsprobe zu sein, besonders am Anfang der Dekade. Du wirst hier konfrontiert sein damit, dass du mit einigen Themen unzufrieden bist oder dass es nicht so schnell vorangeht, wie du es dir gerne wünschst. Irgendwie könnte es sein, dass du auf irgendwelche Informationen warten musst oder es stellt sich eine andere Situation ein, die dich einfach warten lässt, ne? Wodurch du gezwungen bist, Ruhe zu finden und zu reflektieren. Und das passt dir aber gerade in dieser Situation gar nicht so gut. Du bist hier doch mit sehr starken Gefühlen konfrontiert. Und dieser Entschluss, dieser Weg, auf den du dich machen wirst, das wird dir gar nicht so leicht fallen. Das stellt schon eine große Herausforderung für dich dar, weil es dich in eine neue Welt führt, in der du keine Erfahrung hast. Und das weißt du. Du weißt, dass du nicht richtig absehen kannst, was dich auf der Reise erwartet, was sich dahinter verbirgt. Aber dein Herz möchte diesen Weg auf jeden Fall gehen. Dein Herz ist mutig und sagt dir schon ganz eindeutig, die Zeichen stehen auf grün, ne? Dein Herz sieht diese Zeichen von deiner Intuition, von deinem Unterbewusstsein, von dem Universum und möchte diesen Weg auf jeden Fall gehen. Aber weil du gezwungen bist, hier auch auszuharren, nimmt der Verstand auch mehr Raum ein. Ne? Also es ist schon eine größere Herausforderung, diesen Schritt zu tun. Vielleicht hast du hier ein wichtiges Meeting oder ein Auftritt oder eine Präsentation, wodurch du so ein bisschen über deinen Schatten springen musst und es könnte sich Lampenfieber einstellen. Vielleicht geht, also wenn es hier um was Zwischenmenschliches geht, ist es beim Mond dann so, ja, dass es einen Mut kostet, sein Herz zu öffnen, seine wahren Gefühle zu teilen. Und weil man dann auch nicht genau weiß, was dann daraufhin passiert. In der Vergangenheit hast du mit einer Situation beendet. Vielleicht hast du dich aus einer Beziehung gelöst. Vielleicht hast du dich aber auch von alten Schmerz endgültig befreit. Ne? Von einer alten Traurigkeit, von alten Herzschmerz. Du konntest hier etwas loslassen und das tat dir sehr, sehr gut. Und jetzt zeigt sich das Neue, was natürlich auch nicht ohne Herausforderung passiert. In deinen Gedanken ein Ritter der Schwerter. Diese Karte kann auf dich verweisen oder diese Karte verweist auf eine Person in deinem Umfeld. Diese Karte kann auch auf eine weibliche Person verweisen. Der Ritter der Schwerter ist ein Luftzeichen. Du bist ja auch ein Luftzeichen. Deswegen könnte es sehr gut sein, dass du mit dieser Karte repräsentiert bist. Dann ist es halt so, dass du von dir selber aktuell erwartest, dass du der Ritter der Schwerter bist. Und dass du darüber auch viel nachdenkst, wie du zu diesem Menschen werden kannst. Wenn diese Karte auf eine Person in deinem Umfeld verweist, dann könnte diese Karte ebenso wie du ein Luftzeichen sein, eine andere Waage oder Wassermann oder Zwilling. Du denkst auf jeden Fall viel über diese Person nach. Diese Person ist sehr präsent in deinem Umfeld. Manchmal verweist der Ritter der Schwerter auch auf eine Person mit beratender Funktion. Ein Anwalt kann das sein auch. Oder ein Mensch, der in irgendeiner Hinsicht einen mit Fakten berät. Ne? Also keine emotionale, psychologische Beratung, sondern eher etwas mit Fakten. Der Ritter der Schwerter
ist grundsätzlich ein Mensch, der mitten im Leben steht, der viele Konzepte hat und diese Konzepte auch umsetzen möchte. Der hat viele Ideen, ist sehr zielstrebig und geht sehr kalkuliert, sehr berechnend vor, hat manchmal einen etwas schweren Zugang zu den eigenen Gefühlen, ist aber sehr wortgewandt und sehr kreativ. Ein Mensch des Ratios auf jeden Fall, ne? Was denkt der Ritter der Schwerter? Der denkt an die Königin der Kelche. Jetzt haben wir hier natürlich eine Paarsituation. Wenn du es mit einem Wassermann oder Zwilling zu tun hast, dann könntest du sehr gut die Königin der Kelche sein. Ansonsten ist es eher wahrscheinlich, dass sich eure Rollen vertauschen. Die Königin der Schwerter ist ein Wasserzeichen, ne? Fische, Krebs, Skorpion. Skorpion, ja, zeigt sich hier in allen 3 Karten. Was bedeutet der Ritter der Schwerter? Ja, also ich sehe hier ja schon eine Paarsituation. In wenigen eurer Fälle geht es hier um eure Selbstverwirklichung. Aber das könnte durchaus auch sein, ne? Dann sehe ich in dieser Selbstverwirklichung einen tiefen Herzenswunsch eurerseits, ne? Also dann ist das hier wirklich was sehr, sehr Großes. Eine tiefe Wunscherfüllung und ein neuer Plan, eine neue Zukunftsausrichtung, die sehr vielversprechend ist und euch euren Träumen näher bringt und sehr viel Perspektive für die Zukunft hat. Aber in vielen Fällen, wenn nicht gar in den meisten, ist das hier eine Paarsituation und ihr wollt diese Beziehung, ihr wollt dieser Person nahestehen und da sehe ich sehr viel Reife auf beiden Seiten und tatsächlich eine Wunscherfüllung, ne? Ein Traum wird wahr, eine Vision wird wahr. Hier zeigt sich eine sehr aussichtsreiche zwischenmenschliche Verbindung zwischen diesen beiden Personen. Eine Verbindung, die beide Personen gleichermaßen auch inspirieren wird. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wassermann zeigt sich hier besonders. Aber bevor es zu dieser Wunscherfüllung kommen kann, über die ihr euch so viele Gedanken macht, also ihr schätzt es auch so ein, dass eine Verbindung mit dieser Person oder also mit der ihr vielleicht schon längst verbunden seid, aber eine Vertiefung der Verbindung, ein Aufeinandertreffen mit dieser Person, dass das eure Wunscherfüllung ist, ne? Dass euch das alle Wünsche erfüllt, die ihr wollt, die ihr habt. So schätzt ihr die Situation ein. Aber bis es soweit ist, müsst ihr irgendwie hier ausharren und warten und an einen Punkt plötzlich mutig sein. Es ist eine wirklich zähe Situation, die aber wichtig zu sein scheint. Hier im euren Unterbewusstsein die 5 Kelche. Ich nenne diese Karte immer gerne Realitätscheck. Man muss der Wahrheit hier ins Auge sehen. Ein Schleier soll sich entlüften. Es geht hier also nicht darum, diese Situation zu idealisieren oder sich selbst zu idealisieren oder den anderen, sondern der Wahrheit ins Auge zu blicken und die Realitäten anzuerkennen. Das ist wirklich interessant. In eurer Nahzukunft der Prinz der Schwerter, eine jüngere Version des Prinzen der Schwerter, des Ritter des Schwerters. Du selbst oder die andere Person muss auch hier erstmal noch einen Reifungsprozess vollziehen, um dieser Ritter der Schwerter sein zu können. Der Prinz der Schwerter ist natürlich sehr viel ungeordneter, chaotischer, ist aber auch bereit, etwas Neues auszuprobieren. Ne? Dieser Mensch ist bereit, dieses Neuland zu erforschen, mit einer gewissen kindlichen Neugier.
und Freude am Abenteuer, ne? Dieser Mensch lässt sich treiben und lässt alles auf sich zukommen, ganz im Vertrauen darauf, dass am Ende alles gut wird. Dieser Mensch wird nicht also entweder du als dieser Mensch oder dein Gegenüber, dieser Mensch wird nicht die Initiative ergreifen, sondern lässt alles auf sich zukommen. Dieser Mensch hat viel Geduld. Ja, dieser Mensch, hier zeigt sich auch typische Waage-Energie. Dieser Mensch möchte lieber kontinuierlich und schrittweise vorankommen, wenn wir jetzt hier bei dem metaphorischen Reisebild bleiben. Dieser Mensch will jetzt nicht so, weiß ich nicht, irgendwie einmal in 80 Tagen um die Welt, sondern dieser Mensch sagt sich, ach, wenn ich jeden Tag, weiß ich nicht, meine 40 Kilometer vorankomme, irgendwann bin ich dann einmal um die Welt und habe aber auf dem Weg unheimlich viel gesehen. Diese Langsamkeit, diese Ruhe, diese Gelassenheit zeigt sich hier schon. Eine gewisse Ausgleichung und innere Balance. Und hier die Königin der Schwerter. Tja. Jetzt haben wir hier 2 Königinnen und 2 männliche Hofkarten. Luft. Und die meisten davon sind Luft. Diese Person motiviert dich. Entweder bist du darin motiviert, diese Person werden zu wollen, oder dich motiviert die Anwesenheit dieser Person. Ne? Königin der Schwerter. Ne? Also, dass dich diese Person an sich motiviert. Du bist bereit, diese Herausforderung zu meistern, um dieser Person näher zu kommen. Die Königin der Schwerter vermisst etwas in ihrem Leben. Diese Person erlebt zurzeit ein Mangelgefühl und ist voller Sehnsucht. Aber hier zeigt sich auch tatsächlich ein destruktives Beziehungsmuster. Eine toxische Situation, muss ich schon sagen. Eine Situation, die man sich genau angucken sollte. Hier ist einer von der anderen Person abhängig. Anscheinend. Oder es gibt hier andere sehr starke Ambitionen zueinander. Und das sollte man sich genauer angucken, wie die Natur dieser Ambition geschaffen ist. Wenn man, also der Teufel möchte einen ermutigen dazu, sich mit gewissen Schattenseiten zu beschäftigen. Und wenn man sich mutig diese Schattenseiten anguckt und dann sagt, okay, ist okay, dann kann der Teufel wirklich eine sehr starke Kraft entwickeln, eine sehr starke positive Kraft, ne? Dass man halt hier seiner Leidenschaft nachgehen kann und dass zwischen euch ein sehr starkes, schon fast liebesmagische Band besteht. Aber natürlich, wenn man andererseits wieder, wenn man sich gewisse Schattierungen nicht angucken mag, eben solche Sachen wie toxische Kommunikationsstrukturen oder Abhängigkeitsverhältnisse, dann können diese Themen im Schatten wuchern und die Beziehung vergiften dauerhaft. Deswegen ist hier eine kleine Warnung ausgesprochen. Irgendwie soll hier etwas ans Tageslicht kommen mit dem Verhältnis zu dieser Person. Oder eben das Verhältnis zu dir selbst, wenn du zu dieser Person werden möchtest. Die Königin der Schwerter ist ein bisschen reifer als der Ritter der Schwerter, besitzt sehr viel mehr Klarheit, Erfahrungsschatz und kann aufgrund dessen besser beurteilen manchmal. Ja, bessere Entscheidungen treffen. Faire Entscheidungen voller Gerechtigkeit.
Aber grundsätzlich, ja, dieser Person ist ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit am allerwichtigsten und diese Person strebt eben danach. Hat aber ebenso wie der Ritter der Schwerter manchmal einen schlechten Zugang zu der eigenen Gefühlswelt. Aber durch den Reichtum an Erfahrung gelingt es dieser Person dann doch besser, das dann auch einzusehen und entsprechend darauf einzugehen. Der Eremit in deinem sozialen Leben. Ja, also irgendwie, du hast zwar eine Person in deinem Umfeld und du möchtest dieser Person nah sein, aber ich habe das Gefühl, in dieser Dekade wirst du dieser Person nicht nah sein wollen oder können. Irgendwas ist hier blockiert. Es gibt hier eine Situation, die dich dazu zwingt, etwas in den Rückzug zu gehen. Und also ein wenig für dich alleine zu wandeln, unabhängig zu sein. Kann sehr gut sein, dass es nur vorübergehend ist. Und bei den Eremiten ist es eben so, dass man sich zurückzieht, weil man eine objektive Haltung zu den Dingen einnehmen möchte. Ein objektives Bild erhalten möchte und deswegen und dann daraufhin mehr Verantwortung nehmen möchte. Du möchtest hier auch reifen. Ich sehe ganz deutlich einen Reifungsprozess bei dir, liebe Waage. Und hier zeigt sich eine Prinzessin der Scheiben. Und das ist eigentlich die Person, der du wirklich nahe sein willst. Ist irgendwie noch eine ganz andere Energie, die hier reinkommt. In der Kombination mit den Prinzen der Schwerter könnte man hier von Zwilling reden. Zwilling oder Jungfrau. In der Kombination. Dann möchtest du diese Königin der Kelche in einer jüngeren Variante, also mit einer gewissen Leichtigkeit begegnen. Dann sind wir hier in der Kombination mit bei Krebs. Krebs zeigt sich auch hier und Steinbock. Was denkt denn die Prinzessin der Scheiben? Die Prinzessin der Scheiben ist auf jeden Fall eine jüngere Person. In manchen Fällen, das würde das dann auch erklären, könnte es sich hier auch um eine eher ältere Tochter oder älteren Sohn handeln. Diese Person möchtest du einfach mal wieder dann sehen, ne? Mit dieser Person sprechen, ihr begegnen. Vielleicht ist es auch eine Freundin oder ein Freund, jemand aus der Familie, also es scheint mir hier eine ganz andere Person zu sein. Ja, eine Person, auf die man sich verlassen kann, mit der eine stabil ausgeglichene Person, die auch einfach stabil im Leben steht. Aber die Gefühle zu der Person fließen nicht mehr so ganz. Jedenfalls momentan ist es nur vorübergehend, keine Sorge. Aber irgendwie müsste das Verhältnis wahrscheinlich schon mal wieder irgendwie so erneuert werden. Und da steckt die Herausforderung dahinter. Auf diese Person möchtest du zugehen. Und irgendwie soll sich auch eine Veränderung einstellen in eurer Verbindung. Es sieht mir hier aber eher etwas freundschaftlich aus oder vielleicht auch den Arbeitsalltag betreffend. Aber irgendwie ist das irgendwie schon herausfordernd, was du dieser Person zu sagen hast. Was ist denn das Ergebnis? Schon wieder eine Hofkarte, ein Ritter der Kelche. Ja, der Ritter der Kelche ist ein Romantiker, eine gefühlsbetonte Person. Fische, Krebs oder Skorpion, eventuell, aber muss natürlich nicht sein. Vielleicht möchtest du auch mehr zum Ritter der Kelche werden, deine weicheren Seiten zeigen zum Ende der Dekade, ab dem 27. Januar.
Ähm, oder du triffst hier nochmal eine ganz andere Person. Ach, ja, diese Hofkarten machen alles etwas unübersichtlich, ne? Ich habe auf jeden Fall grundsätzlich den Eindruck, dass du viel mit Menschen zu tun haben wirst und dass du auch dich selber irgendwie positionieren musst. Auch wenn du sehr zurückgezogen aktuell bist. Leidenschaft. Dieser Mensch hat Feuer gefangen für jemanden, ist voller Leidenschaft, voller Liebe, voller Gefühle. Eine starke Anziehungskraft. Also ab dem 27. Januar kann sich die Energie sehr stark in dein Leben wandeln. Ihr werdet plötzlich sehr viel mehr Energie haben. Ja, und das führt euch auf den richtigen Weg. Vollendung, Verbindung. Ihr werdet wieder zueinander finden. Wirst dich in dieser Person verbinden. Und das wird dann sehr, sehr intensiv und sich sehr fühlend anfühlen. Ja, irgendwie seid ihr gerade in einer Zwangspause, ne? Ja. Aber das wird sich bis zum Ende der Dekade wieder richten. Was sagt denn die Mondsituation zu deiner Situation? Sicherheit für dich und deine Liebsten. Also keine Sorge. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Ja, liebe Waage, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass sie dich inspiriert hat. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.